Heute zeige ich euch Bibimbap, wie unsere Mami immer gemacht hat. Passend zu Bibimbap werde ich besondere Schürzen anlegen. Koreanische Schürzen. Tada! Die habe ich nämlich von unseren Eltern bekommen, direkt aus Korea. Die habe ich leider nie in der Schweiz gefunden. Wenn ihr so etwas schon gesehen habt in der Schweiz, dann schreibt mir doch in den Kommentaren. Hier ist mal die Zutatenliste für 4 Personen. Würzen mit Sesamöl, Sesamkörner, Sojasauce, Essig, Zucker, Salz, Pfeffer, Bouillon und Gochujang. Für die Zutaten 3 Frühlingszwiebeln oder einen grossen Lauch, 7 bis 10 Knoblauchzehen, 1 Zwiebel, 2 Rüebli, 1 Gurke, 1 Zucchetti, 1 Handvoll Shiitake-Pilze, getrocknete, 250 g Mungosprossen, 250 g Spinat, Gochujang, koreanische Chilipaste, 400 g Hackfleisch, Schweins- und Rindfleisch gemischt, 2,5 Tassen Reis, Jasmin- oder Sushi-Reis, Kimchi, 4 Eier, 1 Ei pro Person, für die Suppe 1 Handvoll Algen, getrocknete. Um für Bibimbap vorzubereiten, habe ich schon mal Shiitake-Pilze ins Wasser eingelegt, also getrocknete Shiitake. Das ist schon jetzt seit einer Stunde drin. Es ist jetzt schon recht weich geworden, aber ich lasse jetzt noch. Genau. Zu Bibimbap wird meistens eine Suppe gemacht. Du kannst irgendeine Suppe kochen, zum Beispiel Doenjang Jjigae, also Miso-Suppe oder eben Algensuppe. Das mache ich heute. Die Suppe passt sehr gut zu Bibimbap. Korea ist sowieso eine mega Suppennation. Es gibt eigentlich zu fast jedem Gericht eine Suppe. Ich habe hier so eine High-End und eine spezielle Alge bekommen von meinen Eltern, direkt aus Korea. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in der Schweiz gibt. In der Schweiz gibt es verschiedene koreanische Läden oder asiatische Läden, die getrocknete Algen für Algensuppe verkaufen. Zum Beispiel solche gibt es. Die sind zum Beispiel schon vorgeschnitten und die kann man einfach ins heißes Wasser rein tun und kochen. Die gehen natürlich sehr schnell. Die sollte man noch vorher noch ein bisschen in Wasser einlegen. Das werde ich jetzt machen. Von den getrockneten Algen würde ich nicht zu viel einweichen, weil die gehen mega auf. Ich lasse im Wasser, bis ich alle Zutaten für Bibimbap vorbereitet habe. In jede Zutat kommt Frühlingszwiebeln und Knoblauch rein und die beiden tue ich schon mal vorbereiten. Frühlingszwiebeln schneide ich klein und in ein Schälchen. Knoblauchzehen schälen. Ich rechne pro Zutat 1 Knoblauchzehe ein, also ihr macht 7 Zutaten, darum schäle ich mal 7 Knoblauchzehen. Ich starte mit den kalten Zutaten, die zuerst blanchiert werden müssen. Mungosprossen im Wasser für 1 bis 2 Minuten kochen, rausnehmen und kalt abspülen. Ins heiße Wasser Spinat rein tun, auch für 1 bis 2 Minuten kochen lassen. Rausnehmen und kalt abspülen. Man kann Spinat entweder von Hand auspressen oder mit gewissem Hilfsmittel aus Korea. In der koreanischen Küche werden oft Beilagen ausgepresst. Also zum Beispiel die Gurkenbeilage, Oimuchim oder jetzt, wo man das macht mit dem Spinat ausdrücken. Da gibt es ein paar Hilfsmittel, zum Beispiel so Presser aus Korea. Fluidig heisst es. Das kann man bis jetzt nicht in der Schweiz kaufen. Das habe ich extra von unseren Eltern bestellen. Und sie haben es mir dann in die Schweiz geschickt. Wenn ihr mal auf Korea geht, könnt ihr ja mal Augen offen behalten und das euch besorgen. Eine Alternative zu dem koreanischen Produkt ist ein Tofu Press. Also da tut man eigentlich Tofu pressen, aber das kannst du natürlich auch fürs Gemüse brauchen, wo du möchtest. Das Wasser auspressen ist das natürlich auch cool fürs Gemüse, also nicht nur für Tofu. Das habe ich bei Amazon bestellt. Also wenn du so etwas möchtest, dann kann ich dir das empfehlen. Ich tue den Spinat in den Presser rein und lasse ihn für ein paar Minuten stehen. Der ausgepresste Spinat ist jetzt ziemlich vermanscht. Ich tue ihn mit den Fingern etwas auflockern.
Ich mache jetzt Oimochim, Gurkenbeilage. Die Gurken schneide ich mal längs halbieren und in Halbmündchen schneiden. Ich nutze gerne den Gemüseschneider, hier kann ich exakt 3 mm Scheiben schneiden. Das finde ich eine gute Dicke für Oimochim. Etwa 1 Teelöffel Salz tue ich in die Gurken, zusammenmischen und lasse sie für etwa 10 Minuten stehen. Nach 10 Minuten hat die Gurke Flüssigkeit verloren und ich tue sie gut abspülen. Die Gurke wird jetzt ausgepresst. Entweder von Hand oder in einem Pressen für ein paar Minuten. Spinat, Mungosprossen und die Gurken werden ähnlich gewürzt und darum mache ich das alle gleichzeitig. Bei allen etwa 1 Esslöffel Frühlingszwiebeln rein tun. Bei allen 1 Knoblauch reinpressen. 1 Teelöffel Sesamöl. 1 Teelöffel Sojasauce. Pfeffer und Sesamkörner rein tun. Zuerst mische ich Spinat und Sojasprossen untereinander und probiere davon. Wenn es zu fad ist, tue ich mehr Sojasauce rein. Spinat und Mungosprossen Muchim sind ready. In die Gurken kommen noch 3 andere Sachen rein. 1 Teelöffel Essig, 1 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Gochugaru, koreanisches Chili-Pulver. Gut vermischen und probieren. Oimochim muss eine gute süße und saure Balance haben. Je nachdem tue ich mehr Zucker oder Essig rein. Die Gurke ist jetzt auch fertig. Bevor ich die warmen Zutaten vorbereite, mache ich schon mal den Reis machen, damit die warmen Sachen alle gleichzeitig fertig sind. Ich nehme zum koreanischen Essen gerne Jasminreis. Ich liebe den Geruch und der Jasminreis wird schön klebrig. Natürlich kannst du auch einen anderen Reis nehmen, zum Beispiel Sushi-Reis. Ich bereite mal 2,5 Cups Reis vor. Ich mache lieber zu viel Reis, dann kann man am nächsten Tag noch davon essen. Den Reis ein paar Mal mit Wasser abspülen. Eineinhalb Mal mehr Wasser eingeben, also 3/4 Cups Wasser. Je nach Reiskocher ist die Wassermenge anders. Und jetzt ab in den Reiskocher. Die Zucchetti wird in 3 mm Halbmündchen geschnitten. Dann salzen und für 10 Minuten stehen lassen. Abspülen und ausdrücken. Hier habe ich wieder den Presser genommen. Die Pfanne erhitzen, Sesamöl, Frühlingszwiebeln, die ausgepressten Zucchetti und 1 gepresste Knoblauchzehen rein tun. Mit Sesamkörner, Pfeffer und Sojasauce würzen. Für ein paar Minuten anbraten. Die Zucchetti sind jetzt ready. Rüebli in Stiftchen schneiden. In die heiße Pfanne Sesamöl, Frühlingszwiebeln, Rüebli und presste Knoblauchzehen rein tun. Mit Sesamkörner, Pfeffer und Sojasauce würzen. Für etwa 5 Minuten anbraten. Die Rüebli sind jetzt fertig. Die eingelegten Shiitake-Pilze ausspülen. Das Wasser mit Shiitake-Saft kannst du für die Suppe verwenden. Pilze in die Scheiben schneiden. Sorry, das habe ich nicht aufgenommen. Shiitake-Pilze in der heißen Pfanne mit Sesamöl anbraten. Frühlingszwiebeln, Sesamkörner, Sojasauce und Pfeffer dazu tun. Nach ein paar Minuten auf die Seite stellen. Shiitake-Pilze sind jetzt auch parat. Mischtes Hackfleisch in Öl anbraten. Mit Pfeffer, Sesamkörner
und Sojasauce würzen. Knoblauch und Zwiebeln hinzufügen. Für etwa 10 Minuten braten und dann auf die Seite stellen. Hackfleisch ist parat. Jetzt tue ich die Suppe vorbereiten. Algen sind aufgeweicht. Ich tue sie abspülen. Ins Töpfchen tue ich ein bisschen Sesamöl und Sojasauce rein und tue Algen auf niedriger Stufe anbraten. Nach ein paar Minuten fülle ich mit Wasser auf und tue den Deckel zu. Ich gehe mit der Hitze auf, damit die Suppe anfängt zu kochen. Wenn die Suppe kocht, tue ich Bouillon rein. Die Suppe kannst du auch mit Schweizer Bouillon oder Salz würzen. Eingepresste Cambrizei wird auch rein tun. Algensuppe Miyaguk ist jetzt auch ready. Ich tue Gochujang vorbereiten. Gochujang in ein Schälchen rein tun und mit 1 Esslöffel Sesamöl und 1 Teelöffel Zucker gut vermischen. Klar, Gochujang kannst du auch einfach so ins Bibimbap rein tun. Gewürz Gochujang hat so halt mehr Geschmack. Als letztes wird die letzte Zutat gemacht. Spiegeleier. Die mache ich kurz vor dem Servieren. Alle Panchan-Zutaten werden aufgetischt. Reis wird mit dem Spiegelei oben drauf in einem grossen Bowl serviert. Rund ums Ei wird jede Zutat oder die man möchte, angelegt. Jetzt habe ich fertig gekocht. So isst man Bibimbap daheim. Also im Restaurant bekommst du es ja immer vorgefertigt über, also eine ganze Schüssel mit allem schon drinnen. Genau, da hat man jede einzelne hat da dürfen von allem nehmen. Wir haben das alles auf den Tisch da. Und während dem Essen, wenn du das Gefühl hast, ja, du willst doch noch ein bisschen mehr Gemüse oder vom Fleisch, dann hast du einfach davon nehmen. Es war immer so ein Fest bei Bibimbap. Dann war einfach der ganze Tisch immer voll mit allem. Essen wir mal zusammen. Jetzt noch ein Schuss Sesamöl. Es kann nie genug Sesamöl haben. Bevor ich Gochujang drauf tue, die Chili-Paste, tue ich es noch nicht vermischen, weil ich muss immer zuerst das Eigelb einzeln haben, weil ich bin so Fan von Eigelb. So esse ich Bibimbap. Natürlich, ihr könnt es natürlich mischen, wenn ihr das lieber habt, aber ich habe es lieber so. Und jetzt mischen. Natürlich darf Kimchi nicht fehlen. Du fast vergessen. So, jetzt sind wir mal so weit, endlich wir essen. Wenn ich Bibimbap mache, fragen mich die Leute meistens, wieso ich alles einzeln koche, wenn sowieso alles gemischt wird. Der Grund ist simpel: mehr Geschmack. Wird jede Zutat einzeln vorbereitet, kann sich der Geschmack von jeder Zutat am besten entwickeln. So schmeckt Bibimbap viel intensiver, wenn alles miteinander gemischt wird. Es lohnt sich also, alles einzeln zu kochen. Ich finde es immer spannend, den Leuten in der Schweiz zuzuschauen, wenn sie zum ersten Mal Bibimbap essen. Viele wollen nicht von Anfang an alles durchmischen. Zuerst probieren sie von allen Zutaten, dann essen sie jede einzelne Zutat mit ein bisschen Reis. Und dann mischen sie schön ein bisschen mischen. Die meisten mischen mit Stäbli und essen mit Stäbli. Aber dann sage ich immer wieder, probier es doch einfach mit Löffel. Mit dem Löffel geht es einfach viel schneller, also es wird schneller gemischt. Und beim Essen ist es auch viel besser. Du hast viele verschiedene Sachen auf einem Löffel. Und das alles ist auf einmal. Und das ist eine mega Geschmacksexplosion in deinem Mund. Im Film Ratatouille wird das wunderbar erklärt in dieser Szene. Oh, Gusteau was right. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another and something new was created. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr. Bleibt hungrig und bis nächstes Mal. Tschüss!